Wir benutzen den Laser, um Pestizide, Herbizide, vor allem Herbizide im Bereich der Agrarwirtschaft zu ersetzen. Wir geben der Nutzpflanze einen Wuchsvorteil gegenüber dem Schädling, also dem Unkraut allgemein. Das heißt, wir nehmen das Unkraut und schießen das mit dem Laser an. Dadurch wird das Wuchszentrum vom Unkraut leicht geschädigt und es wächst langsamer. Nur ein gewisser Zeitraum, aber der gewisse Zeitraum reicht, um dann eben der Nutzpflanze den Vorteil zu geben, dass sie schneller in die Höhe kommt, schneller an die Sonne kommt und dadurch dann eben den Vorteil im Wuchs hat. Phoenix D ist ein Exzellenzcluster in Hannover, mit der Universität Hannover zusammen. Da geht es grundsätzlich darum, dass man komplizierte optische Aufbauten, die normalerweise aus Laserquelle, Laserführung, Laserscanner und dann Applikation und auch Sensorik bestehen, dass man weiß, wo wechselwirkt der Laser mit Materie, dass man das vereinfacht und wesentlich komplexer aufbaut als bisher. Also ein einfacher Aufbau von der Mechanik her, vom optischen Aufbau, und das wird natürlich eine komplexe Struktur, mit der man dann in viel kleinerem Raum und viel robuster Optik betreiben kann als bisher. Es geht erstmal nicht darum, dass man flächendeckend Herbizide unterdrücken kann, aber es gibt bestimmte Anwendungsnischen im ökologischen Landbau oder sensible Bereiche, wo Sie mit dem Laser Unkräuter gezielt im Wuchs stören können, Wuchshemmung erzeugen und dadurch eben die Nutzpflanzen einen großen Vorteil haben im Wuchs, schneller am Licht sind, sich durchsetzen können und mit den Unkräutern weniger Probleme haben. Die Unterscheidung erfolgt über ein Kamerabild. Das heißt, Sie machen tatsächlich mit einer Kamera, fahren Sie mit übers Feld, nehmen die Nutzpflanzen und die Unkräuter auf und lassen am Computer entscheiden, was ist Nutzpflanze, was ist Unkraut. Genau wie es der Mensch, wenn er über das Feld geht und zupfen oder hacken würde, auch macht. Der weiß, was er rauszupfen muss und was er stehen lassen darf. Das macht die Kamera, sendet das Signal an den Laser und der schießt dann gezielt nur die Unkräuter ab. Ein erster Adressat dafür ist der ökologische Landbau. Da ist es so, dass Sie sehr sensible Systeme haben, in denen Sie gar keine Herbizide einsetzen dürfen. Da müssen Sie per Hand vorgehen oder mit mechanischen Hacken. Mechanische Hacken haben den Nachteil, dass sie den Boden in Erosionsgebieten kaputt machen. In Hanglagen funktioniert das nicht. Wenn Sie auf Dämmen pflanzen, geht das nicht. Und da ist der Laser berührungslos und sehr schonend für den Untergrund. Und die Wertschöpfung von ökologischem Gemüse, zum Beispiel eben Biomöhren oder Ähnlichem, ist extrem hoch. Und das sind die ersten Anwendungsfelder, in die man wahrscheinlich gehen wird.